So, hier ist wieder Lorenz von eBakery und im heutigen Video soll es um Amazon-Gebühren gehen für FBA-Händler. Was müssen wir beachten? Welche Gebühren gibt es? Und wie berechnen wir unsere Gewinne relativ solide? Und wie vermeiden wir Fehler bei der ganzen Geschichte? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Die Grundlage eines jeden Unternehmens, sei es nun im Onlinehandel oder anderswo, ist ein gut auskalkulierter Businessplan. Die Betonung liegt in dem Fall auf auskalkuliert, denn irgendwie muss sich ja der Verkaufspreis zusammensetzen. Genau das zeigt euch Lorenz heute einmal anhand eines Beispiels auf, wie die Kosten für Amazon FBA zu berechnen sind und wie sich dementsprechend dann daraus der Verkaufspreis zusammensetzt. Sollten euch jedoch noch andere E-Commerce und Online-Marketing-Themen interessieren, dann gibt es eine kleine Neuerung auf unserem Kanal. Wir haben für euch eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert in Form von Videos und wöchentlichen Livestreams. Nun lasse ich aber Lorenz beginnen. Also, Amazon-Gebühren. Welche gibt es? Welche sind relevant? Welche müssen wir irgendwie beachten? Wie können wir unseren Gewinn eigentlich ganz gut hochrechnen? Und was sollten wir im besten Fall vermeiden? Dafür direkt ins Whiteboard, ja. Es gibt generell relativ viele verschiedene Gebühren. Ja, ich würde jetzt mal die wichtigsten auflisten, die für uns relevant sind. Nicht nur die Gebühren, aber auch Kosten, die man vielleicht irgendwo mit einplanen sollte. Heißt also Gebühren und Kosten, ja. Ganz am Anfang steht natürlich im Regelfall Einkaufspreis, ja. Also Einkaufspreis des Produkts. Wie viel bezahlen wir für die Produktion unseres Produktes pro Stück? Das ist ein Punkt, ja. Das müssen wir natürlich ausrechnen. Für ganz, ganz neue Händler kann man vielleicht noch sagen, wenn jetzt eine Bestellung getätigt wird, zum Beispiel für 10.000 Euro für den Produktionspreis und wir haben 1.000 Produkte, dann wären das natürlich 10 Euro pro Stück. Oftmals wird der Stückpreis vielleicht gar nicht unbedingt erwähnt bei der Bestellung. Man kann es sich aber natürlich relativ leicht hochrechnen anhand der Anzahl und des Gesamtpreises. Ja. Dann Versand pro Stück. Das bezeichnet meistens China nach Deutschland. Heißt also, wir produzieren natürlich im Regelfall in China. Natürlich gibt es auch andere Standorte in Asien zum Beispiel oder auch die Türkei oder Osteuropa. Wir nehmen jetzt mal einfach an, dass wir normalerweise in China produzieren und jedes Produkt muss natürlich von China irgendwie nach Deutschland kommen, sei es Luftfracht, übers Schiff oder den Zug, ja. Und hierbei haben wir verschiedene Kosten, die auf uns zukommen. Wir nehmen jetzt mal an, wir haben das alles schon ein bisschen vorbereitet, wir wissen den Versandpreis, Zoll, Import und so weiter und können dann auch hochrechnen pro Stück, wie viel hat uns der Versand nach Deutschland gekostet bis ins Amazon-Lager, ja. Das ist schon mal wichtig. Jetzt haben wir quasi alles, was das Produkt angeht, abgedeckt an Kosten, ja. Teilweise gibt es natürlich auch noch Händler, die nutzen Third-Party-Fulfillment. Bedeutet, manche Händler haben quasi in Versand- oder Vorbereitungszentren außerhalb von Amazon Ware liegen, die dort vorbereitet wird, gelagert wird, zu Amazon geschickt wird oder auch teilweise zum Endkunden. Wenn das so wäre, müsste man das natürlich auch mit einberechnen irgendwo, ja. Die wichtigsten Kosten, die jetzt seitens Amazon kommen. Ja? Hier haben wir Folgendes. Amazon Verkaufsgebühr. Diese ist nicht in jeder Kategorie gleich. Also die hängt von der Kategorie ab. Ganz, ganz wichtig. In den meisten Kategorien ist diese 15%. Ja? Ich sage ganz bewusst die meisten. Es gibt Kategorien, da ist dieser Gebührensatz anders. Berechnet wird dieser immer auf den Bruttopreis des Verkaufes, nicht auf den Nettopreis. Ja? Bedeutet 15% Verkaufsgebühr, die Amazon nimmt vom Verkaufspreis. Wie gesagt, da gibt es Abweichungen. Es gibt auch eine besondere Regelung für Produkte unter 10 Euro teilweise. Aber wir sagen jetzt mal, okay, standardmäßiges Produkt der normalen Kategorie, in Anführungszeichen, über 10 Euro, was auf die meisten Produkte zutrifft, sind dann 15%. Ja? Bedeutet, wir haben dann on top auch noch FBA-Gebühr. Zu dieser FBA-Gebühr verlinken wir mal eine PDF-Datei von Amazon, die von der offiziellen Website quasi bereitgestellt wird. Die FBA-Gebühr setzt sich zusammen aus folgenden Dingen. Das ist einmal das Gewicht
des Produktes und die Größe, also die Maße quasi. FBA ist natürlich Fulfillment bei Amazon. Hier geht es um Pick, Pack, Ship und Kundenservice, nicht die Retoure. Ja? Heißt also, ein Produkt in Standardgröße und wir haben dann diese Tabelle, wie gesagt, die kann man sich dann anschauen. Wir müssen quasi schauen, okay, wie groß ist unser Produkt, wie schwer ist unser Produkt. Basierend darauf können wir dann in der Tabelle ablesen, wie teuer die FBA-Gebühr wäre aktuell. Diese steigt über die Jahre durch, ja, sage ich mal, Spritkosten, Inflation, andere Faktoren seitens Amazon und der Weltwirtschaft. Ich glaube, die ist noch nie gesunken. Ja, bedeutet, jedes Jahr wird die so ein bisschen höher, ist aber leider auch zu erwarten. Ja. FBA-Gebühr ganz, ganz relevant. Das Wichtige ist hier, diese ist nicht vom Verkaufspreis abhängig, gar nicht. Wenn ich ein Produkt habe in einer normalen Größe, sage ich mal, es spielt keine Rolle, ob ich das für 100 Euro verkaufe oder für 10. Die FBA-Gebühr, die Versand durch Amazon-Gebühr, ändert sich nicht dadurch. Ja? Das nächste, Lagerkosten. Hier ist jetzt so, oder Lagergebühr, wie auch immer man das nennen möchte. Jedes Produkt hat seine eigene Größe und sein eigenes Gewicht, klar. So, ein Produkt hat jetzt eine bestimmte Größe und basierend darauf kann man dann hochrechnen, wie viel Kubikmeter nimmt dieses Produkt an Volumen weg im Lager. Ja, die Lagerkosten werden an Volumen berechnet. Ja, je mehr Volumen ihr bei Amazon nutzt im Lager, desto teurer wird das. Wichtig ist hierzu noch zu sagen, in den ersten 3 Quartalen des Jahres sind die Lagerkosten im Regelfall geringer. Im 4. Quartal sind die Lagerkosten höher. Diese werden monatlich abgerechnet, basierend auf, ja, wie gesagt, was ihr im Lager habt. Das ist, glaube ich, relativ einfach zu verstehen. Bedeutet, es ist empfehlenswert, bei Amazon nur Produkte zu lagern, die man relativ schnell verkauft bekommt. Ja, meine Empfehlung wäre persönlich, das, was ich einlagere, sollte eigentlich in 3 Monaten verkauft sein. Ja. Es gibt bei Amazon auch Langzeitlagergebühren. Produkte, die über 12 Monate bei Amazon liegen, werden extra nochmal eine Lagergebühr berechnet und sehr, sehr teuer auch. Ja. Dazu kann man auch nochmal bei Amazon tatsächlich nachschauen, wie hoch das genau aktuell ist, ändert sich auch ab und zu. Das ist aber auch nochmal relevant, sollte aber für die meisten von euch hoffentlich kein Thema werden, denn wir haben ja nicht vor, dass unser Produkt 12 Monate oder länger bei Amazon liegt. Wir wollen das ja gern relativ schnell verkaufen. Ja? Dann anderer Kostenpunkt, der jetzt nicht mit Amazon zusammenhängt, wäre Mehrwertsteuer. Diese ist bei fast allen Produkten in Deutschland bei 19%. Ja, wir reden jetzt nicht von Lebensmitteln in dem Moment. Diese geht natürlich dann auch vom Brutto-Verkaufspreis ab. Darum geht es ja dann quasi vom Brutto 19% runter. Dann haben wir unseren Netto-Verkaufspreis. Die Mehrwertsteuer muss man auch mit einplanen. Das ist aber im Regelfall natürlich ein laufender Posten. Heißt, man kann sich diese zum Teil ja wieder erstatten lassen. Ja? Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist PPC bzw. Marketing. Ja? PPC bzw. Marketing ist ein super relevanter Kostenpunkt. Diesen kann man aber nicht genau vorhersagen. Es ist einfach so, dass es extrem account- und produktabhängig ist. Ja, es gibt Accounts, da macht das Marketing nur sehr wenig vom Umsatz aus. Es gibt Accounts, da macht es sehr, sehr viel aus. In Deutschland, bei Händlern, die wir betreuen oder größeren Accounts, auf die wir Zugriff haben, ist es so, dass wir oftmals auf ein Ziel hin, sage ich mal, arbeiten und das ist im Regelfall sehr, sehr oft zwischen 8 und 10% auf den gesamten Umsatz. Bedeutet, auf den Gesamtumsatz brutto möchten wir ungefähr 8 bis 10% Werbung ausgeben, nicht mehr. Weniger ist natürlich super, mehr ist nicht so gut. Ja, wenn wir jetzt 20% Profitmarge haben und geben aber 30% auf den Gesamtumsatz für die Werbung aus, ist es unterm Strich natürlich nicht profitabel, das Ganze. Ja, bedeutet hier extreme Unterschiede von Account zu Account, von Produkt zu Produkt. Ein guter Rahmen sind irgendwo so 8 bis 10% bei größeren Accounts. Bei neueren Accounts, sage ich mal, oder Produkte, die im Nischenbereich sind, könnte man auch noch weniger erreichen. Ja? Genau. Bedeutet jetzt, wenn wir jetzt überlegen würden, dass wir das Ganze mal hochrechnen, ja, dann könnten wir jetzt einfach mal überschlagen gesagt, wir haben einen VK brutto, zum Beispiel von 100 Euro, ja, und dann, okay, EK mit Versand können wir jetzt überlegen, okay, wir haben unsere Einkaufskosten mit Versand schon, sagen wir mal 30 Euro, MWST, Mehrwertsteuer, in dem Fall dann quasi ungefähr 19 Euro, ja, 19 Euro. Dann haben wir Amazon VK-Gebühr,
Da können wir dann auch sagen, 15 Euro. FBA-Gebühr, angenommen, das ist ein bisschen größeres Produkt, ja, dann haben wir vielleicht 10 Euro, wenn das schon ein relativ großes Produkt dann tatsächlich wäre. Und Lagerkosten, sagen wir mal, pro Produkt, pro Monat 1 Euro. Ja, das muss man dann wirklich aber hochrechnen. Wenn das jetzt ein sehr, sehr großes Produkt wäre, könnte das 1 Euro sein. Ist aber natürlich spezifisch auf die Produktgröße zu sehen. Ja? Und dann PPC, das wäre jetzt alles quasi pro Verkauf. Sagen wir mal, haben wir diese 10%, ja, also 10 Euro. Gesamt, jetzt müssen wir überlegen, 70 Euro, 61, 51, 41, 36, 15. Wären jetzt quasi 15 Euro, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ich gucke nochmal per Taschenrechner nach. Ja, 100 minus 30, 19, 15, 10, 1. Okay. Genau. Also, in dem Fall, wenn wir das jetzt hier so hochrechnen, ja, sind wir bei 15 Euro. Nur mal ganz kurz nach, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Ja, genau, 15. Gut, endlich. Profit. Ja. Das wäre dann tatsächlich schon der tatsächliche Profit nach allen relevanten Kosten. Es gibt natürlich noch in jedem Unternehmen viele, viele kleine Extrakosten, die man vielleicht mit einberechnen müsste. Heißt also, vielleicht hat Amazon die Produkte etikettiert, Amazon Accountgebühr von 50 Euro im Monat müsste man vielleicht noch mit reinrechnen, Kosten für Steuerberatung und so weiter und so fort. Ja, aber es geht ja jetzt hier erstmal um die wirklichen Amazon-Kosten, die man beachten müsste. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, von 100 Euro VK nur 15 Euro Gewinn, entspricht natürlich dann in dem Fall auch 15% Marge. Kann man sagen, ist jetzt nicht so gut, muss man aber differenziert sehen. Ja, große Amazon-Händler, also die wirklich starke Umsätze haben, 7-stellig jährlich oder mehr, haben oftmals eine Marge in diesem Bereich. Ja, viele Produkte haben ungefähr 25% Gewinn vor Marketing. Und das Marketing, wie gesagt, nochmal easy 10% Kosten in vielen Accounts, bedeutet 25% Gewinn vor Marketing, 15% Gewinn nach Marketing. Das zeigt dann auch relativ gut, jedenfalls bei so größeren Accounts, dass natürlich durch die Masse dann der Gewinn reinkommt. Ja. In kleineren Accounts, Nischen-Accounts, sage ich mal, die in kleineren Nischen verkaufen, kann man auch mehr Marge rausholen. Definitiv, ist aber spezifisch aufs Produkt dann auch wieder zu sehen. Ja. Wir verlinken, wie gesagt, in der Beschreibung die Tabelle von Amazon, wo man sich die Gebühr für FBA raussuchen kann, basierend auf Größe und Gewicht des Produktes. Ansonsten wäre zu sagen, einfach quasi für euch eine kurze Übersicht zu den Gebühren. Es gibt nochmal bestimmt 50 kleine andere Dinge, die man mit reinrechnen kann. Vor allem auch in manchen Gebühren, sage ich mal, Unterkategorien, die man beachten könnte, vor allem im Versand. Ja, wenn der Versand zum Beispiel 2000 Euro ist für eine Charge bei einem Produkt, kann man natürlich dann auch wieder schauen, okay, Versandpreis, Kosten für den Freight Forwarder, Zoll, Import, Einfuhrumsatzsteuer, dann kann das natürlich noch alles viel weiter runterbrechen, ja. Und wenn ihr jetzt, sage ich mal, in dem Moment seid in dem Projekt, wo ihr sehr, sehr genau wissen wollt, wie der Gewinn aussieht oder die Kalkulation, dann würde ich natürlich empfehlen, das sehr, sehr gut runterzubrechen. Wenn es darum geht, jetzt, dass wir zum Beispiel ein Produkt auswählen, ja, und wir wollen einfach schauen, würde sich das unterm Strich lohnen, dann ist die Empfehlung einfach die wichtigsten Kennzahlen, also Einkaufspreis, Versandpreis, Amazon-Gebühr, Amazon FBA-Gebühr und ungefähr die Marketingkosten, sage ich mal, mit 10% einzurechnen, um dann zu gucken, macht es unterm Strich Sinn. Die nächste Empfehlung ist, wenn wir Produkte verkaufen, sollte vor Werbekosten definitiv irgendwo 20% Gewinn da sein. Produkte mit deutlich weniger als 20% Gewinn vor Werbekosten sind sehr, sehr schwer zu verkaufen, erfahrungsgemäß einfach, weil wir durch die teuren PPC-Gebühren oder sage ich mal PPC-Kosten irgendwo einen Rahmen brauchen, in dem wir wirtschaften können und diese PPC-Gebühren auch vielleicht eher durch den Verkaufspreis nutzen und nicht aus eigener Tasche quasi finanzieren müssen dauerhaft. Ja, bedeutet Gewinnmarge 20% aufwärts ist gut, 25 bis 30 ist dann schon sehr solide, über 30 ist klasse, wenn es schaffbar, ja, wenn das machbar wäre. Generell aber ja unter 20% schon hart. Das noch dazu. Aber wir hatten auch im PPC-Video schon mal ein bisschen darüber geredet, gerne auch das anschauen auf dem Kanal. In diesem Sinne,
vielen Dank und bis zum nächsten Video. Nun habt ihr einen Überblick, aus welchen Kosten sich der Verkaufspreis eurer Produkte zusammensetzt und in welchem Bereich sich die Marge vor und nach Werbung bewegt. Sollte doch noch etwas unklar sein, schreibt uns einen Kommentar und wir versuchen Licht ins Dunkel zu bringen. Das Video dient nur als grobe Einordnung, in der Praxis muss man dann noch von Produkt zu Produkt abwägen und genauer kalkulieren. Solltet ihr dabei unterstützt werden wollen, klickt auf den Link, den wir oben rechts als Infokarte reingepackt haben und vereinbart gerne einen Termin mit uns. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn auch den eBakery YouTube-Kanal abonniert habt. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.